was bisher geschah. Wir gehen am Fährhafen über und gehen auf Korsika. Marvin! Roadtrip-Zeit! Der Sand war nicht gut für mein Auge. Alter! Mein Auge ist am Arsch. Junge, es fängt echt schon gut an. Ich komme gerade vom Augenarzt. Vernünftig wäre es auf jeden Fall noch ein bisschen langsam machen und erstmal gucken, wie es sich entwickelt. Und wenn Ärzte sowas sagen, ne, dann nimmt man das auch natürlich super ernst. Zündung ist hinüber, AP kaputt. Ich habe soeben erfahren, dass meine werten Arbeitskollegen meinen Mofa geschrottet haben anscheinend. Ich stecke gerade ein bisschen in Korsika fest. Bin ich hier angekommen und habe kein Mofa. Ich habe gerade ein Auto gemietet. Wir wollen ja ein Mofa kaufen, ein Ersatzmofa für meinen Weltreisehubbel. Das alles mache ich mit den Jungs, da muss ich jetzt erstmal hinfahren. Das sind knapp eine Stunde weg von hier. Das heißt, dieser Whip hier bringt mich jetzt erstmal zu den Boys. Ich freue mich, also los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von diesem Roadtrip. Ich freue mich mega, dass ich euch heute begrüßen darf. Das heißt nämlich, ihr habt es gerade gesehen, ich bin mit dem Flugzeug nachgeflogen. Dachte, ich kann mir das nicht entgehen lassen. Mein Auge ist wieder halbwegs okay. Und deswegen darf ich hier mitfahren, beziehungsweise mitfahren wird schwer. Ich habe mich angemeldet bei einer französischen Tutti Ricardo Seite, wie auch immer. Dort suchen wir uns jetzt Mofas raus, die wir gleich besichtigen. Wir haben den Mietwagen nur noch bis heute Abend. Das heißt, bis heute Abend müssen wir ein Mofa haben. Mobilette heißt Mofa auf Französisch. Und guck mal, da gibt's ein bisschen was, Alter. Wir können nicht überall in Frankreich. Ach so. Du musst vielleicht noch ein bisschen eingrenzen. Digga, was ist das denn? Perfekter Zustand. Perfekter. Also wir gucken jetzt hier noch ein bisschen. Wir haben ein paar heiße, sehr, sehr wilde Kandidaten. Irgendwie die Franzosen haben komische Mofas. Ich habe nicht eine Maxi oder so gesehen. Das ist ich kann jetzt auch nicht. Kann kein Buch und so wild, Alter. Wir fahren jetzt dorthin, schauen uns ein paar Mofas an. In der Zwischenzeit Roger und Freddy, ihr seid ja noch auf Mofas mobil. Mit euren Hübelsens fahrt ihr quasi... wo fahren die jetzt hin? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Digga. Ja, dann klappt mal die Blase zusammen und der ist Auto. Dann komme ich mich verhandeln, weil ich habe ja gesehen, du kannst das nicht so gut. Roger und Freddy fahren die Strecke einfach mit dem Hübelanhänger. Und wir treffen uns dann alle quasi beim Flughafen wieder. Carpaccio. Carpaccio? Carpaccio. Caproncio. Cheers. Das ist der Plan. J'ai appelé parce que le Mobilette. Elias versucht gerade mit seinen paar Wörtern Französisch eine Besichtigung zu organisieren für einen Mofa, welches wir kaufen wollen. À maison aujourd'hui? Oui? À 2 heures de... Ich glaube, das wird was. Update, wir haben einen Termin in einer halben Stunde zur ersten Besichtigung. Der Kollege hat ein paar Mofas da stehen, das heißt, wenn es gut läuft, ist eins für uns dabei. Ich stehe jetzt hier gerade im absoluten Halteverbot. Warte auf Elias, der ist vorne in die Bank gerannt. Wir müssen ein bisschen Cash abheben, kostet doch ein paar hundert Stutz so ein Mofa. Und dann kaufen wir das Mofa hoffentlich. Also wir nehmen euch mit. Dann müssen wir dieses Auto auch noch irgendwann zurückgeben, fällt mir gerade ein. Stimmt, sobald wir ein Mofa haben, muss der Wagen hier zurück zur Vermietung. Übrigens, habt ihr meine coole neue Brille schon gesehen? Fühle ich. Hat's geklappt? Kein Geld bekommen? No, ich sehe doch. Aber zu wenig. Wie viel hast du bekommen? 300. Mehr nicht? Ja, was machen wir jetzt? Möchtest du die Bankomat abfahren? Vielleicht hast du einfach nur noch 300, weil du ein armer Schlucker bist. Das ist schon eine Minikarte. Als Mofa-Karte? Wir versuchen jetzt auf jeden Fall noch bei anderen Bankomaten, so wie hier, ein bisschen Geld zu kriegen, dass wir auf jeden Fall genug haben für ein Mofa, welches zuverlässig läuft. Was sagt ihr übrigens zu meinen Parking-Skills? Also wenn ich heute keinen Strafzettel kriege, dann mache ich 3 Kreuze. Bankomat Nummer 3. Ach übrigens, Halteverbot. Ich finde das ist peinlich, Digga, finde das nicht. Das ist jetzt echt... Guckt mal, wie tief wir gesunken sind, Leute. Was ich jetzt bereits auf meinem Handy hier suche. Der Verkäufer meldet sich nicht mehr. Wir haben Geld abgehoben, waren da, haben ihn angerufen. Niemand. Vom Erdboden verschluckt. Und es gibt hier keine anderen Mofas zu kaufen. Und die, was wir finden, und wir sind schon so weit, dass wir sogar Roller kaufen würden, sind alle nicht erreichbar. Marvin, der Scammer. Vertrauen Sie nie einmal mit Brille. Achtung! Rams!
Weiter! Freunde, wir haben es ein bisschen eilig, ihr merkt es. Es ist jetzt Folgendes passiert. Wir waren unglaublich verzweifelt. Ihr habt gesehen, wir haben sogar nach Rollern geguckt. Digga, wie tief kann man sinken? Wir wollten einen Roller kaufen. Einfach, weil wir keinen Mofa gefunden haben. Außer diesen einen Verkäufer eben, zu dem wir eigentlich ursprünglich fahren wollten. Der hat sich den ganzen fucking Tag nicht mehr gemeldet. Das Telefon war aus. Wir hatten eigentlich eine Besichtigung abgemacht. Und was ist? Wir sitzen beim Abendessen total frustriert. Ich glaube, du warst es, Roger, oder? Du hast nochmal spontan einfach angerufen und dachte, scheiße, probier's nochmal, nachdem wir 70 Mal heute schon angerufen haben. Und plötzlich klingelt das Telefon und er geht auch noch ran. Jetzt hat Elias mit seinen 12 Brocken einen neuen Besichtigungstermin um 21 Uhr ausgemacht. Und es ist jetzt 21:06 und mit einer 6 Minuten. Drück drauf! Ja, Alter, hier ist Verkehr, Digga! Scheiß drauf, wir klingeln den raus. Jetzt wissen wir, wo er wohnt. Jetzt haben wir endlich seine Adresse bekommen. Und ich hoffe, er hat jetzt ein paar Mofas stehen. Im Inserat sah es danach aus. Und wir kaufen jetzt eins, damit wir morgen endlich weiterfahren können. Weil, um ehrlich zu sein, ich war der Meinung, ich muss morgen wieder heimfliegen. Ich war wirklich kurz überzeugt davon, wir kriegen hier keinen Mofa her. Und eine Ständerfeder. Und die Ständerfeder! Und die Ständerfeder. Wofür nochmal die Ständerfeder? Für dein Torpedo? Torpedo. Ja, da schneid das raus, das ist uninteressant. Wir wollen das Mofa sehen, Digga, wir wollen das Mofa sehen! Machen wir jetzt den Trick, dass wir einfach nur 900 mitnehmen und sagen, ja, wir haben nur 900? Sag ihm einfach, er kann noch 2000 verlangen, wir würden es kaufen, wir brauchen Ich einfach kann ein Mofa. Französisch, Mann. Du hast jetzt zweimal einen Termin ausgemacht, so wenig kannst du, aber vielleicht kannst du einfach gar kein Französisch, deswegen war er nicht da um 14 Uhr. Digga, das ist schon wieder eine Nummer hier, Alter. So läuft das Business, Junge. Was für ein Business, Alter, wir geben nur Geld aus, Digga. Das ist Business. Das ist das Haus da irgendwo. Das da? Ja. Sicher? Einfach da, ja. Hat er Nummer 2 gesagt? Nichts einfach Nummer. Digga, was ist das für ein Typ, dass der nichts von der Nummer sagt? Es ist aber viel zu wild alles. Ja, da geh ich mal ran, wa? Keiner Hast du ran. schnell die Kamera weg, Mann. Hast du schnell mein Handy? Ich glaube, wir sind in irgendeinem fremden Haus, Alter. Warum sagt der Tipp nicht aber seine Hausnummer? Wir stehen jetzt hier um 8:45 irgendwo in Korsika vor einer Villa und klingeln und es macht keiner auf. Und wir wissen nicht mal, ob der hier die Mofas verkauft. Elias, ruf ihn doch mal an. Und wir jetzt ist Anruf fehlgeschlagen, Alter. Bonsoir, c'est Elias. Je suis ici, numéro 2. Montez, aufwärts. Wenn dieser Echsenmensch uns einfach seine Adresse mit Hausnummer sagen würde, können wir das ins Navi eingeben, Digga. Okay, er sagt, ich soll hochfahren. Laber nicht, Digga. Was ist er? Digga, das ist ein Typ ohne T-Shirt in der blauen Hose, Mann. Geil, da ist eine Garage, Leute. Also, drückt mal die Daumen, Leute. Vielleicht kaufe ich gerade 3. Ich kaufe einfach jedem einen Mofa jetzt, dann haben wir Ersatz. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück, nächster Tag. Ihr habt es ja noch gesehen gestern, der Verkäufer hat sich noch gemeldet. Und ja, was soll ich sagen, Marc, ich habe mal wieder Scheiße gekauft. Das ist es, Leute. Die neueste Errungenschaft der Firma Mofa-Kult AG aus Frauenfeld. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Du bist jetzt Besitzer eines Moto Becane Mopix. Das Ding ist der Wahnsinn. Das ist, glaube ich, das coolste Mofa, was ich seit langem gesehen habe. Wir haben lange überlegt, an was erinnert uns das? Das ist eine Gottesanbeterin, Alter. Naja, es soll wohl 30 laufen. Der Kauf gestern von diesem Mofa war absolut wild. Nachdem wir dann endlich um 21 Uhr wieder Kontakt mit dem Verkäufer hatten, hat er uns in seine Höhle gelassen. Es gab unglaublich viele wunderschöne Mofas da stehen, die ich nicht erwartet hätte. Also ich will nur sagen, ne, falls ein Mofa von euch morgen kaputt geht, wir haben noch ein paar. Le Ping-Pong. Also Ping-Pong oder die hier? Aber Select. ist gut. Aber unser fliegender Fisch hat uns natürlich sofort überzeugt. Ich war Feuer und Flamme. Als das Ding dann auch noch so mega gut ansprang, es lief anscheinend ein paar Monate nicht mehr, hat auch keine Luft in den Reifen, war die Entscheidung eigentlich getroffen, das Ding muss es werden. Probieren wir starten? Du musst auf den Ständer. Und die kostet jetzt 1000, hat er gesagt. Was heißt 1000? 1000. Ja, ja. Also Sitz ist jetzt unten, jetzt müssen wir noch den Lenker umlegen, dann passt das Ding auch in den Mietwagen rein. Ich habe einen Mofa gekauft, ohne ein Wort zu verstehen. Ich schwör's euch, ich habe einfach nur geraten. Ihr könnt jetzt wirklich sagen, was ihr wollt, es gibt kein geileres Mofa wie Das das. ist der fliegende Fisch, Mann. Der fliegende... Weißt du, wie freut sich die Blase, Mann? Endlich ein Gespendli auf seiner Höhe. Weiter. Lenker. Hab ich jetzt den richtigen Mietwagen oder habe ich nicht den richtigen Mietwagen genommen? Ey, was ist das eigentlich für eine Scheißaktion schon wieder gewesen heute, Mann? Ja, und nach ein paar
paar Scheine weniger in unserer Tasche sind wir jetzt neuer Besitzer dieses wunderschönen Mofas. Noch nie wirklich gefahren, einmal in der Tiefgarage schnell vor und zurück. Das heißt jetzt wunderschön beladen, heißt es, erste Probefahrt direkt. Wohin eigentlich? Bonifacio. Das sind heute 120 Kilometer. Erste Fahrt direkt losballern. Wir schauen, was passiert. Ich meine, bei diesem Roadtrip kann alles passieren. Digga, ich hab richtig Bock. Übrigens, Leute, wir haben das Ding direkt zulassen können. Mega Glück gehabt, dass das so schnell geht hier in Frankreich. Auch verrückt, wir haben einfach zufällig genau das gleiche Kennzeichen bekommen, wie auf meinem Reisehobel, der ja kaputt gegangen ist. Zufälle gibt's, aber wir wollen ja nichts sagen. Wir fahren los. Ja, vielleicht zieht er ihn leer und kommt nichts nach. Aber kürzlich steckt es, wenn er nicht drin geschieht dran. Ich meine, das ist... Das ist gerade ein Stück für echte Männer. Ja, kann ich dir sagen. Ich bin aber froh, dass sind die Brüllen da. Wir haben den Spritschlauch jetzt ein bisschen anders gelegt, in der Hoffnung, dass es jetzt wieder ankommt. Der war so ein bisschen so. Aber vielleicht war es das. Mal gucken. Also der wird jetzt gekürzt, ich würde sagen bis hier oder so, dann läuft er hier richtig schön runter und nicht hier irgendwie so noch. Folgendes Szenario, wir schrauben hier gerade das Ding komplett auseinander, wir haben wahrscheinlich mit dem Vergaser ein Problem, haben wieder einen Scheiß gekauft. Ich hab's gesagt, Marc, wir haben Scheiß gekauft. Das Geile ist, es haben einfach Leute angehalten mit dem T3, die haben uns jetzt einen Kaffee gemacht und den gönnen wir uns jetzt einfach. Also so lässt sich doch eine Panne absolut überstehen. Ich laufe jetzt einfach immer weiter weg und dann muss ich gar nicht mehr schrauben. Marvin, musst du wirklich mal etwas zeigen, wo dir auch wehtun. Wir haben eine Panne, ist schon sehr mühsam. Ja. Aber etwas anderes wird dir auch noch sehr wehtun im Schoberherz. Was denn? Holy shit! Da liegt ein Auto! Guck mal, ob es da einen Vergaser hat. Ein Cut ist noch dran. Die lassen es einfach da liegen, ne? Das liegt ja schon länger. Ja, also das ist wirklich hier Gastfreundschaft des Todes. Also hier einfach aus dem Camper einen Kaffee gemacht, hier ein bisschen Kahlbinder noch geregelt, weil unsere sind schon wieder leer. Und wir versuchen jetzt die Lösung zu finden. Also wir haben Benzin, wir haben Funke. Was wir wahrscheinlich jetzt vermuten, ist, dass der Vergaser irgendwie verstopft ist. Den werden wir jetzt mal abbauen und uns das genau angucken. Und hoffentlich fahren wir dann gleich weiter. Aber davor gönnen wir uns diesen unglaublich geilen Kaffee. Wir haben eine Schraube. Ah ja, Schlitzschraube zu. Let's support. Roller System. Ja. Also folgende Situation, wir gehen jetzt runter zu diesem Autowrack und schauen, ob wir davon irgendwas abmontieren können, denn wir brauchen eine Art Luftfilter. Wir haben zu viel Luft, deswegen geht das Ding immer aus. Wir haben jetzt gerade mal zugehalten, dann lief's. Aber wir haben nichts da. Aber hier liegt ein Auto und vielleicht können wir da irgendwas abschrauben. Oh, don't fall. Oh Mann. Digga, wie wild, dass hier einfach ein Auto liegt. Vielleicht können wir irgendwas hernehmen. Oh, er hat schon was. Shit. Wenn jemand Teile für einen Nissan braucht, hier hätten wir einen. Hier an dem Motor schrauben wir jetzt irgendwo eine Plastikkappe oder ein Gummiding ab, was wir dann vor unseren Vergaser klemmen können. Ich hoffe, wir finden was. Ich weiß jetzt übrigens auch, warum dieser Wagen hier abgestürzt ist. Mit dem Profil wäre ich nicht mehr auf die Straße gegangen, Digga. Das ist hier das Ding, welches wir vom Auto abgerissen haben. Und das muss jetzt hier drauf. Da. Das Ding ist jetzt hier dran. Kleines Loch ist schon durchgebohrt. Mal gucken, ob das groß genug ist und ob das Ding jetzt wieder läuft. Wir haben jetzt am Vergaser was gemacht, an der Spritzufuhr was gemacht und an der Zündung was gemacht. Und eins davon muss es gewesen sein, weil jetzt läuft das Ding. Keine Ahnung, was es war. Er fühlt's, Digga!
Also 1,5 Stunden haben wir jetzt etwa gehabt, aber natürlich beste Gesellschaft. Also besser geht es ja nicht. So schön könnte es sein in Italien. Wir sind aber in Korsika. Zum Glück haben wir Italiener getroffen. Weiter geht's! Also Hobel läuft, ne? Aber Wetter auch. Scheiße, Digga. Ey, ich muss hier kurz beim Torpedo noch was abkleben. Was? Zündkerzenstecker oder was? Darf einfach nicht nass werden, sonst haben wir den nächsten kaputten Hobel. Wo ist das ab? Kann gern öfters regnen jetzt. Das ist belastend, Leute. Ich wollte eigentlich meinen Pullover holen, aber ich glaube, ich lasse das. So, es pisst nicht mehr. Der Elias ist da gerade. Sind die Blase am Vorbereiten, was machst du? Die Blase hat ultra nicht gern Regen. Ich bin einmal so 200-300 Meter gefahren und das hat gerade abgestellt, weil die Zündspule ist da draußen, alle Stecker zeigen gegen rauf und vierter nicht so. Ich hoffe natürlich, sie ist da. Tapen wir alles zu, machen es regendicht und dann probieren wir vor dem nächsten Gewitter noch irgendwie weiterzukommen, weil die Insel ist noch gross. Fredo hat noch seine Zeltlache umfunktioniert. Idealerweise hältst du die Kamera drauf in dem Moment, wo sich dieser Stoff in dieser Felge hier verheddert. Das wird eine gute Szene, habe ich mir gedacht. Idealerweise sagt ihr mir das einfach vorher. Jetzt nicht unbedingt aussagekräftig, aber die vorne ist schon nicht trocken, aber nicht mehr ganz so feucht. Und ich würde sagen, wir probieren es ab. Wir fahren so weit es geht. Bestenfalls bis an die Tankstelle und schauen dort nachher, wie weit wir noch kommen, bevor die Welt oder die Sonne untergeht. Schau mal, was ist das? Warum ist der hier so... Okay, das kommt aus dem Ding. Die schöne neue Kerze ist unter Verdacht. Aber warum denn jedes Mal die Kackkerze, Digga? Da stimmt doch dann irgendwas nicht. Ja, ich meinte, es war ein 6er gewesen, jetzt haben wir einen 7er rein tun. Irgendwann wird dicht im Raum noch eine Buch. Nein. Okay, ja. Komm. Okay, ja, aber ob der halt genug ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben Scheiß gekauft, Jungs. Marc hat einen Scheiß gekauft. Ich habe hier damit nichts zu tun, Digga. Ich verstehe das Motor nicht. Roadtrip vorerst nicht abgebrochen. Also wir sind jetzt hier angekommen, der Hobel läuft wieder. Wir wissen immer noch nicht, warum er nicht lief, aber Fakt ist, es wird dunkel und wir haben keinen Campingplatz in der Nähe, keine Lichter an 2 von unseren 4 Mofas. Deswegen müssen wir jetzt eine Unterkunft finden, haben hier last minute ein günstiges Hotel. Das gönnen wir uns jetzt für heute, dann können wir morgen nämlich ausgeschlafen super früh wieder los. So, Freunde, darf ich jetzt hier ein Update geben? Nee, stell das da nicht hin, das klauen die mir. Das sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir sind weitergekommen, also mit ein paar Verlusten. Zum Beispiel habe ich einfach mein Mofa komplett zerrupft, aber ich hatte dann keinen Bock mehr, es zusammenzubauen, weil wir haben so viele Probleme gehabt mit diesem neuen Mofa. Wenn es läuft, dann läuft das so geil. Es ist eins der schnellsten Mofas. Es geht ab wie Sau. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Laut ist er auch, aber das Problem ist, nicht wirklich zuverlässig. Ab und zu, warum auch immer, stellt er einfach ab. Beziehungsweise nimmt es gar nicht mehr an. Was haben wir alles geguckt, Elias? Du warst ja auch fleißig dabei. Wir kennen da das Mofa nicht, beziehungsweise die Motoren nicht. Wir haben die ganze Leitung, Spritleitung eigentlich neu verleiht, die durchgecheckt, wirklich alles Projekt, 2-mal schon Zündkerzen gewechselt. Wir haben hier verschiedene Aufsätze mittlerweile gebaut, beziehungsweise wir haben Unterstützung gehabt, die mega nett Italiener. Wir müssen dazu sagen, den Aufsatz haben wir von dem Autowrack, welches unten irgendwo im Wald lag, geklaut. Aber es hat funktioniert. Aber das komische ist, mal läuft es mit Aufsatz besser wie ohne und dann machen wir es wieder weg und machen es. Also ich weiß gar nicht, ob es das ist. Am Ende läuft es einfach auf einmal wieder und wir sind angekommen in irgendeinem
Wie sagen wir denn? Korsischstem Korsika. Korsischstem Dorf in Korsika angekommen. So hieß es auf jeden Fall auf Google. Also es ist echt schön hier. Und wir haben ebenfalls kein Licht bei diesem Mofa und kein Licht bei deinem Mofa, hinten zumindest. Nur hinten, vorne geht nur das Fernlicht, obwohl es neue Biere sind. Also nachts fahren ist nicht. Und durch die ganzen Pannen haben wir es nicht zu unserem eigentlichen Ziel geschafft und sind jetzt hier gestrandet und haben aber ein super cooles, kleines Hotel noch gefunden, wo noch Zimmer für uns frei hatte. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt uns diese eine Nacht hier im Hotel gönnen, damit wir morgen in alter Frische hoffentlich weiter fahren können. Vielleicht baue ich das Mofa davor wieder zusammen, weil das sieht echt hart kriminell aus, Alter. Also wenn es so gut läuft wie jetzt am Schluss, dann kommen wir morgen echt ein gutes Stück weiter. Wenn es nicht gut läuft, dann seht ihr das im nächsten Video. Eventuell haben wir auch Probleme mit anderen Mofas. Zum Beispiel mit dem da hinten, der auf einmal die letzten Meter jetzt auch nicht mehr wollte. Ja, da passiert halt immer wieder was. Und wir erleben das gerade am eigenen Leib. Deswegen, wenn ihr die letzte Etappe von unserem Roadtrip mit diesen komplett zerrupften, auf den letzten Meter rollenden Mofas noch sehen wollt, dann abonniert diesen Channel, falls noch nicht passiert, oder schaltet nächste Woche zum letzten Teil dieses Roadtrips zum neuen Video wieder ein. Unbedingt dabei bleiben. Wir bleiben auch dran. Wir könnten jetzt auch einfach sagen, nö. Also wenn ihr nicht guckt, dann gehe ich jetzt auch. Ich mache jetzt Feierabend. Ich brauche eine Pizza. Übrigens, wir sind hier in Sartène.